Hallo, wir sind Melanie und Sabrina. Herzlich willkommen oder willkommen zurück zu unserem Kanal Two Cooks One Kitchen. Heute machen wir einen Spätzleauflauf. Oh ja, so ein richtiges Schlemmergericht. Genau, wir zeigen euch, wie man selbstgemachte Spinatspätzle macht. Dazu eine herrliche Parmesan-Gouda-Bechamel und überbacken wird das Ganze noch mit viel Käse. Okay, lass uns starten. Ja, lasst uns starten. Let's go. Let's go. Für die Spätzle haben wir einen Tiefkühlspinat hergenommen, in die Mikrowelle gegeben und aufgetaut und jetzt drücken wir das ganze Wasser raus. Also schaut wirklich, dass das ganze Wasser ausgedrückt wird und dann geben wir das in eine Schale rein. Zu dem trockenen Spinat kommen jetzt 6 Eier hinzu. Und 2 Knoblauchzehen, die wir pressen. Und jetzt berühren wir das schön. Solltet ihr das mit dem Handmixer nicht so schön fein cremig bekommen, dann könnt ihr auch optional einen Standmixer nehmen, weil der halt doch ein bisschen mehr Power noch hat. Jetzt gibt's Mehl in eine Schüssel. Dann Salz. Pfeffer darf auch nicht fehlen. Und dann reibt es noch eine gute Muskatnuss drüber. Fehlt nur noch der cremig pürierte Spinat mit den Eiern und 120 ml Milch. Den Teig schlagt ihr nun zu einem geschmeidigen, nicht zu festen und nicht zu flüssigen Spätzleteig. So, und jetzt lasst sie noch 30 Minuten rasten und dann kann es an Spätzle machen gehen. Und zum Spätzlekochen braucht ihr einen großen Topf mit Wasser, das bringt ihr zum Sieden und eine Spätzlereibe. In die Spätzlereibe gebt ihr nun jeweils 1 bis 2 Löffel vom Spätzleteig hinein und beginnt dann langsam die Reibe hin und her zu bewegen. Und jetzt seht ihr schon, dass die herrlichen Spätzle ins Wasser hineinfallen. Sobald die Spätzle dann an die Wasseroberfläche hochkommen, nehmt ihr sie mit einem Schöpfer raus und gebt sie in eine Schüssel. Dann könnt ihr mit dem restlichen Spätzleteig so weitermachen, bis ihr wunderschöne knallgrüne Spätzle habt. Jetzt nehmt euch eine Auflaufform her und schmiert die schön mit Butter ein. Wenn ihr die Form dann gründlich mit Butter eingeschmiert habt, gebt ihr die ausgekühlten Spätzle in die Auflaufform sowie 300 Gramm in Würfel geschnittenen Selchroller und vermischt das Ganze. Jetzt machen wir nur mehr die Bechamelsoße und dann geht das Ganze schon ab in den Ofen. Und für die Bechamelsoße gebt ihr 50 Gramm Butter in einen Topf, lasst diese schmelzen. Wenn die Butter dann geschmolzen ist, gebt ihr 50 Gramm Mehl hinzu, verrührt es mit einem Schneebesen, passt dabei auf, dass es nicht anbrennt und löscht das Ganze dann mit der Hälfte der Milch ab. Verrührt es, gebt dann die restliche Milch hinzu, würzt die Bechamelsoße dann mit einem Viertel Teelöffel Salz, einen Teelöffel Dijon-Senf und lasst sie bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren andicken, bis sie schön cremig ist. Dann schaltet ihr den Herd ab, gebt 70 Gramm geriebenen Gouda sowie 70 Gramm geriebenen Parmesan hinzu, verrührt es und die Bechamelsoße ist schon fertig. Und jetzt hauen wir die Sauce gleich über die leckeren Spätzle drüber. So, jetzt tut es ein bisschen glatt streichen. Und dann hauen wir noch die restliche Bechamelsoße drüber. Genauso ist es, ca. 1/4 der Bechamelsoße gebt ihr oben drauf, verteilt sie gleichmäßig, dann gebt ihr noch 80 Gramm geriebenen Gouda drauf und gebt den Auflauf nun in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze und backt ihn für ca. 25 bis 30 Minuten. Nach der Backzeit nehmt ihr ihn aus dem Ofen, gebt eine Handvoll geriebenen Parmesan sowie eine Handvoll geröstete Pinienkerne drauf, lasst ihn ein bisschen auskühlen und fertig ist unser Spinatspätzle-Auflauf. Das duftet so herrlich.
Es duftet wirklich Ja. herrlich. Wir probieren mal. Wir probieren. Wir probieren Gleich gleich. probieren. Gleich probieren. Okay. Yay. Selber gemachte Spätzle sind zwar ein bisschen Arbeit, aber sind die gut. Ja. Erstens, sie sind echt was fürs Auge. So grün, so frisch schauen sie aus und herrlich. Die Muskatnuss, die leicht hervorkommt. Leichte Knoblauch. Ja, leichte Knoblauchnote, ganz angenehm. Und dann die Bechamelsoße. Die ist, finde ich, auch so ein richtiges Highlight. Das macht das Ganze so herrlich cremig. Und schmackig. durch diesen Gouda, durch den Parmesan macht das Ganze das auch käsig. Der Selchroller da drin ist halt, ja, der gibt halt doch auch einiges an Geschmack her, Voll. an Würze. Sagen, hat es den Check verdient. Absoluten Check. Dieser Spätzleauflauf ist ein richtiges Wohlfühlessen und ein Familiengericht. Da kann man sich richtig eingraben. Genau so ist es. Probiert das unbedingt aus. Wir sagen danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachkochen und Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba. Bis zum nächsten Teller, gell? Ja. Ja,